Frau Zürcher, seit vielen Jahren erleben Sie außerkörperliche Erfahrungen. Können Sie erzählen, wie es dazu kam? Ja, gerne, Herr Schulnig. Vor allem und als erstes möchte ich denjenigen danken, die ihre Nahtoderlebnisse jetzt in die Öffentlichkeit bringen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn so haben Menschen wie ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, ihre Erlebnisse, die zwar von anderer Art sind, auch in die Öffentlichkeit zu bringen und zu erzählen. Und werden vielleicht auch als glaubhaft wahrgenommen. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich habe seit vielen Jahren außerkörperliche Erfahrungen. Das heißt, ich gehe bewusst in andere Dimensionen. Ich habe auch noch andere Erlebnisse wie Teleportationen, Vorauswissen etc. Und angefangen hat es sehr tragisch, denn ich wusste von all diesen Dingen gar nichts. Ich war ein normal arbeitender Mensch, ich war weder spirituell noch religiös, ich habe mich darum auch nicht gekümmert. Und deshalb war das erste bewusste Erlebnis sehr tragisch für mich. Ich war an diesem Tag, hatte ich einen Umzug hinter mir und war zusammen mit meiner kleinen Tochter in eine fremde Stadt gezogen. Ich hatte noch keinen Telefonanschluss, ich kannte niemand, aber ich fiel nachts um 2 Uhr todmüde ins Bett. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Ich befand mich mit dem Bewusstsein plötzlich unterhalb der Decke. Und dann ging ich wieder zurück in den physischen Körper. Und dann ging dasselbe wieder von vorne los. Ich wusste nicht, was da geschieht. Nach einer Stunde fasste ich allen Mut zusammen und habe bei der Nachbarschaft geläutet und gebeten, ob ich doch meinen Arzt anrufen dürfte, denn ich hätte furchtbare Angst. Und der Arzt nahm tatsächlich nachts um 3 das Telefon ab. Und ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Und er sagte, so was habe er noch nie gehört. Und dann sagte er auf gut Schweizerdeutsch, hey, der Pflümli. Und ich hatte tatsächlich ein Pflümli. Und dann hat er gesagt, trinken Sie ein ganz großes Wasserglas davon. Und was anderes konnte er mir nichts sagen. Also Pflümli ist dann ein Schnaps? Das ist so ein Schnaps, ja. Obwohl ich nie Alkohol trinke, aber in der Not habe ich ein ganzes Wasserglas von dem Pflümli getrunken und ich war dann so betrunken, ich wusste dann nicht mehr, was passiert. Und das war meine erste Erfahrung. Es konnte Ihnen niemand helfen oder Ihnen nicht erklären, dass das eine außerkörperliche Erfahrung ist? Nein, der Arzt und viele andere Ärzte, die ich in der Folge besuchte, ich war auch 10 Tage im Spital, niemand wusste was von diesen Dingen. Und dieses Erlebnis war erst der Anfang. Es geschah in der Folge, dass ich nachts vollkommen bewusst wurde. Ich wurde vollkommen in einer Klarheit, die man im physischen Körper überhaupt nicht erleben kann. Und ich stand in einer mir fremden Wohnung. Aber ich wusste, wie die Leute hießen. Ich wusste den Namen, obwohl ich keine Adresse hatte und überhaupt nicht wusste, wo die Leute wohnen, aber ich war in deren Wohnung. Wie haben Sie sich selber wahrgenommen und gesehen in dieser Situation? Einfach bewusst. Ohne Körper, aber bewusst. Bewusst, ja. Am nächsten Tag, das war ein ganz seltener Familienname, konnte ich im Telefonbuch das herausfinden, die Adresse und die Telefonnummer, und habe mich angemeldet und habe vorher eine Zeichnung gemacht, was ich da in der Wohnung gesehen hatte. Und dann habe ich diese Zeichnung, bevor ich die Wohnung betreten habe, habe ich diese Zeichnung abgegeben und die Leute haben das vollkommen verifiziert, es hat gestimmt. Ja, und so hatte ich viele Erlebnisse in der Art. Wie haben Sie die Rückkehr erlebt, jeweils in Ihren irdischen Körper?
Das ist ganz speziell, muss ich sagen. Denn normalerweise verliert man das Bewusstsein, schläft wieder ein Stück im physischen Körper, merkt auch nicht das, wie man zurückkommt, wird wach und denkt, man hat geträumt. Ne? Ja. Aber durch das, dass ich so bewusst war und den Namen gewusst habe, konnte ich das im Nachhinein nachprüfen. Im anderen Fall, später, Jahre später, als ich schon mehr geübt war, sagen wir mal, wenn ich dann außerkörperlich war, bin ich ja natürlich auch in jenseitige Dimensionen gegangen. Und wenn ich dann zurückkam, ohne das Stückchen Schlaf noch gehabt zu haben, also total bewusst zurückkam, das ist das Schlimmste, was man erleben kann. Da braucht man bestimmt 3 Tage, bis man das überwunden hat, bis man die Sehnsucht nach dem eigentlichen Zuhause verdaut hat. Können Sie auch von so einer Reise in die jenseitigen Welten berichten? Gott sei Dank. Denn irdisch konnte ich ja das verifizieren, ja, nach Möglichkeiten. Das habe ich Gott sei Dank auch oft können. Jenseits bin ich durch so eine Art wie Himmelstor, kann ich da nur sagen, von einer Dimension in die andere. Man sieht es wie ein Himmelstor, anders kann ich das nicht sagen. Das ist eigentlich wie eine Wand, die einfach dunkler ist. Also in diese Sphäre, die ich da gegangen bin. Das Tor wurde aufgemacht, ich ging hinein und sah einen ganz langen Tisch und viele Menschen dran sitzen. Und dann saß auch meine Schwiegermutter. Die war vor einiger Zeit schon gestorben. Und die hat mich sofort erkannt und hat sich gefreut und hat gefragt, ob ich ihr was helfen könnte. Sie hat so Kummer mit ihren Kindern gehabt, die im normalen Leben immer so nett zueinander waren und jetzt total zerstritten seien. Ob ich nicht was da machen könnte, dass die sich wieder vertragen. Am nächsten Tag habe ich gedacht, wenn ich jetzt meinem damaligen Ex-Mann erzähle, ich habe deine Mutter im Jenseits besucht, der denkt, die war doch früher so normal. Ne? Also dann habe ich das anders formuliert. Ich habe gefragt, wie geht es dir und wie geht es deiner Schwester? Ach, sagt er, leider haben wir uns total zerstritten. Und das sieht nicht aus, oder dass das wieder gut kommt. Und dann habe ich ihn in meinem Namen gebeten, dass er das wieder arrangieren soll zum Guten. Und ich hoffe, es hat auch so geklappt. Als Sie da bei Ihrer Schwiegermutter im Jenseits waren, außer einem langen Tisch mit vielen Leuten, haben Sie sonst noch etwas gesehen und wahrgenommen? Einfach, dass die Sphäre nicht so hell war, wie ich das dann vielleicht in späteren Reisen erlebt habe. Nicht wahr? In späteren Reisen habe ich dann immer vorerst den gleichen Ort besucht. Das war eine Stadt, die Häuser waren auf Pfähle im Wasser gebaut. Da war ich sehr oft. Und da ist man zurückgekommen im Leben, ich habe das immer Lebensstrom genannt. Das war vielleicht kein Wasser, aber es hat sich so angefühlt. Dann war man oben und dann auch im Wasser, aber man hatte nie Luftmangel, wissen Sie? Und so wurde ich dann wieder zurückgebracht oder hingebracht. Oder ich war ich muss sagen, paradiesähnlichen Sphären. Das stellen Sie sich gar nicht vor. Das ist so schön und mit so wunderschönen Farben, dass ich gar nicht mehr zurück wollte. Und das war ein harter Kampf, bis ich endlich, weil meine Aufgabe hier auf Erden war noch nicht erledigt. Ich durfte noch nicht dort bleiben. Ja. Und die ganz hohen Sphären,
da habe ich niemand gesehen. Das war eigentlich nur Geist und Schönheit. Ich darf davon nicht weitererzählen, krieg schon Gänsehaut. Ja. Jetzt vielleicht noch einmal von diesen Anführungszeichen normalen Sphären. Als Sie Ihre Schwiegermutter gesehen haben, wie sah sie aus? Die sah aus wie, fast wie auf Erden. Aber mehr Geist. Aber das Aussehen war wie auf Erden. Sah sie jünger aus? Sie sah viel besser aus. Ja. Also ich meine von dem jünger Aussehen, ne? Von dem berichtet man so. Ich war ja sehr viel astral unterwegs. Und ich hatte dann auch jenseitige Begleiter. Und die führten mich eines Nachts vor einen Spiegel, damit ich mich im Geistkörper sehen konnte. Ich muss sagen, ich hatte allergrößten Respekt, denn ich habe gedacht, um Gottes Willen, was wird mir sich da bieten? Ne, wie werde ich aussehen? Und ich bin so ganz vorsichtig vor den Spiegel so. Aber ich war hochzufrieden. Ich habe viel jünger ausgesehen, besser ausgesehen. Ich wünschte, es wäre noch so. Aber ja, und das habe ich ein paar Mal wiederholen können, dass ich mich im Geistkörper im Spiegel gesehen habe. Können Sie von solchen Erfahrungen berichten, die Ihnen besonders gut noch in Erinnerung geblieben sind? Ich war meistens auf den Reisen allein unterwegs. Auch in meinen Städten, gut, da habe ich dann wieder andere Geistwesen getroffen. Ich habe dann später noch andere Städte besucht, die mich sehr interessiert haben, weil die waren irgendwie doch so anders wie die irdischen Städte. Es ist schwer zu beschreiben, weil das ist alles doch Geist, nicht? Und uns fehlen hier die Worte, um das zu beschreiben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das Jenseits in Formen erlebt. Es war nicht eine formlose Welt. Nee, es ist wie in Formen. Ja, ja. Und ich habe ja auch die Reise gespürt. Oder wenn ich zum Beispiel irdisch astral unterwegs war, da hat die irdische Reise länger gedauert wie in die außerirdischen Dimensionen. In den Dimensionen war man irgendwie so ruckzuck. Komisch, ja? Wenn Sie sich in den irdischen Ebenen bewegten, dann ginge es langsamer. Also Man spürte, dass eine Entfernung da war, obwohl es nicht lang gegangen ist. Ne? Ich habe auch dann den Luftwiderstand gespürt. Das war alles vorhanden. Ja. Und ich habe auch ich war ja über der Erde und ich habe auch die Lichter der Erde, also der Städte und so, habe ich auch gesehen. Gibt es auch Gefahren bei außerkörperlichen Reisen? Oh, das kann man wohl sagen. Angriffe von Jenseitigen, die es nicht so gut mit einem meinen. Und da hatte ich große Kämpfe. Ich weiß heute noch nicht, wie ich das so allein überstanden habe. Es war wirklich schlimm. Ich konnte nachts nie ohne Licht schlafen. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch noch zusätzlich eine Kundalini-Erweckung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, was das ist. Nein, das weiß Ich wusste es auch nicht. Ich habe es halt erlebt. Ich wusste von all den Dingen nichts. Ich habe auch nie was gelesen, nie was davon gehört. Ich habe es einfach erfahren müssen. Und das gehört auch gar nicht zu der Religion, die wir haben, so eine Kundalini-Erweckung. Auch die Ärzte, die ich besucht habe, die wussten ja natürlich auch nichts davon. Und da habe ich also sehr zu leiden gehabt und Angriffe von Jenseitigen. Wenn Sie diese Angriffe von Jenseitigen erlebt haben, wie sahen diese Jenseitigen aus? Es waren nur dunkle Wesenheiten. Dunkle Wesen. Also Sie haben nur ein dunkles Wesen gesehen? Dunkle Wesenheiten. Ich sage Ihnen, da hat mir einer
die wollten in mich rein, in meinen Körper rein. Da hat mir einer hier drauf gehauen, dass mein geistiger Körper drüben rausgeflogen ist. Können Sie sich vorstellen, wie ich gekämpft habe, obwohl ich so klein bin. Aber da habe ich dann Kräfte entwickelt. Ja, das wäre sonst gar nicht gut rausgekommen. Wie oft haben Sie solche Angriffe erlebt bei Ihren außerkörperlichen Erfahrungen? Also so schlimm während ein paar Wochen. Aber die ganze Prozedur ist über Jahre gegangen. Diese Angriffe haben Sie nicht so beeindruckt, dass Sie keine außerkörperlichen Erfahrungen mehr machen wollen? Nee, gar nicht, im Gegenteil. Da ist es eigentlich erst nach der Überwindung von dem allen. Denn da ist ja der Schutz gekommen. Nicht, mir wird ja da nicht allein gelassen. Das ist ein unglaublicher Schutz, der einem da zuteil wird. Ich habe das auch tagsüber gemerkt, da ist manchmal wie ein heller Lichtstrahl auf mich zugekommen. Das, woher? Ja? Haben Sie wie einen Schutzgeist als Begleiter bei diesen außerkörperlichen Auf Erfahrungen? jeden Fall. Und den habe ich auch öfter gesehen. Wie sah er aus? Ganz hell und mit einem ganz hellen Gewand. Und der Kopf hat ziemlich gestrahlt. Und dann ein anderer, das war ein älterer Herr, so auch mit Bart, das muss so ein Gelehrter gewesen sein. Der hat sehr oft bei mir am Bettrand gesessen und er hat mich wie belehrt. Sie haben mir gesagt, dass Sie auch schon nur teilweise aus dem Körper ausgetreten sind. Ja. Können Sie so eine Situation beschreiben? Das war ganz zu Anfang. Werde ich nachts wach, im physischen Körper wach und bin so aufgesessen, aufgeklappt. Aber der physische Körper war immer noch gerade im Bett. Ich bin nur halb mit dem Geistkörper rausgeklappt. Und drehe den Kopf so und dann sehe ich meinen Großvater neben dem Bett stehen. Und neben ihm ein Begleiter in wunderschönen Farben, muss ich sagen. Das ganze Zimmer war voller Leute. Der Großvater war schon gestorben. Das wusste ich nicht, denn ich hatte ja gar keinen Kontakt. Der war in Deutschland, ich war in Bern. Also ich hatte keinen Kontakt mehr, keine Ahnung. Am nächsten Morgen habe ich meinen Ehemann gefragt, der nebendran im Bett gelegen hat, hast du das heute Nacht auch gesehen? Nee, da hat er nichts gesehen. In der nächsten Nacht das gleiche Prozedere wieder. Ich bin aufgeklappt, sehe den Großvater wieder neben mir, gestikulierend, den Herrn nebendran und die wirklich vielen Leuten im Zimmer, aber die alle so gütig ausgeschaut haben. Also ich habe bei keiner Angst gekriegt. Es war so eine gütige Atmosphäre. Das waren alles Geistwesen. Alles Geistwesen in schönen Farben. Und dann bin ich natürlich neugierig geworden und habe nach Deutschland angerufen und nachgefragt, ob es dem Großvater gut geht. Und dann hat man mir gesagt, dass er in der gleichen Nacht gestorben ist. Sie haben mit dem Großvater nicht gesprochen. Nee. Dann war das in diesem Sinne ein Nachtodkontakt. Ja. Ja. Aber dann habe ich auch Freundinnen, die zum Beispiel im Autounfall ums Leben kamen, wo ich auch nicht wusste, habe ich auch drüben besucht und mich nachher dann erkundigt, wie geht's dem Anhösli? Einige habe ich dann drüben gesehen und wusste gar nicht, dass die bereits gestorben waren. Sie haben mir gesagt, dass Sie bei Ihren Reisen auch eine Silberschnur gesehen haben. Eben, wir haben von Gefahren gesprochen. Die große Gefahr für den Mensch als solchen ist, wenn er so eine Reise provoziert. Also wenn er provoziert, dass er aus dem Körper raus und auch das Tolle erleben will, nicht? Das habe ich ja nie gemacht. Ich habe das nie selbst provoziert,
sondern ich habe es einfach geschehen lassen. Wenn man aber das provoziert ohne Schutz von irgendwelchen geistigen Wesen, die einem ja führen, nicht? Dann besteht die Gefahr, dass eben die Silberschnur reißt. Und die Silberschnur ist die Verbindung vom physischen Körper zum geistigen Körper, der ja innewohnt und diesen physischen Körper erstmal in Gang bringt. Ohne den Geistkörper würde der physische ja nicht leben. Und die Verbindung ist die sogenannte Silberschnur, die ich, Gott sei Dank, sehr, sehr oft erlebt und gesehen habe. Denn in der Öffentlichkeit ist das gar nicht bekannt, dass es sie gibt. Können Sie diese Silberschnur beschreiben? Absolut, absolut. Wenn man so am Anfang einer außerkörperlichen Reise nimmt, dann geht man aus dem Körper raus, aber die Silberschnur, die will einem zurückhalten. Denn die will ja, dass man da drin bleibt. Und die habe ich gesehen, die ist ungefähr, naja, so 8 cm dick. Gar nicht elastisch, denn die hält einem zurück. Und die Farbe ist so dunkelgrau. Und je weiter man vom Körper, vom physischen Körper weggeht, je heller wird sie. Ich habe dann immer gedacht, davon ist irgendwas. Da muss ich hin. Und dann bin ich dorthin. Und lustigerweise habe ich mir im Geiste am Anfang ganz schwere Schweizer Militärschuhe angezogen, damit ich noch schwerer war, ne? Damit ich das Gegengewicht geben konnte, damit ich da vom physischen Körper wegkomme. Das war der Anfang. Und daher weiß ich von der Silberschnur, denn ich hatte ja auch nichts vorher gehört. Und immer wieder habe ich diese gesehen und am allerdeutlichsten habe ich sie gesehen, als ich in einer ganz hohen Ebene war. Das war wirklich eine hohe geistige Ebene und dann habe ich am Horizont eine silberne Schnur gesehen zu mir, so im Bogen und ganz klar war die silberleuchtend. Und Jahre später hat mir dann jemand erzählt, dass das bereits im Alten Testament erwähnt ist. Frau Zürcher, Sie haben sehr viele außerkörperliche Erfahrungen erlebt. Jetzt, wenn Sie so darüber nachdenken, über diese jenseitigen Welten, was haben Sie für ein Jenseitsbild bekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt natürlich darauf an, wie weit Ihre Entwicklung rein irdisch war, in welche Dimension Sie reinkommen, ob Sie in niedere Astralwelten kommen, höhere Astralwelten oder in noch höhere Dimensionen, nicht? Das ist das Schicksal eines jeden und das Bewusstsein eines jeden. Also Sie sagen, dass man nicht in jede Welt kommen kann, die man sich wünscht. Nee, da muss man etwas dafür tun. Und zwar lernen, sich einfach dem Guten zuwenden. Gucken Sie mal, wir auf Erden, wir sind wirklich noch am Anfang. Nehmen wir nur mal, was jetzt langsam zutage tritt, das Fleisch, das viele Fleisch, was wir essen. Es werden rund 60 Milliarden Tiere jedes Jahr getötet, ermordet. Das Tier wird künstlich gezeugt, in engen Stellen, fett gefüttert und dann ermordet. Frau Zürcher, welche Auswirkungen hatten all diese Erlebnisse auf Ihre Weltsicht, auf Ihre Sicht auf die jenseitige Welt, Ihre Sicht auf die Erde?
ich muss sagen, das, was die Menschheit so tut, ist nur schrecklich mit anzusehen. Gucken Sie mal, diejenigen, die ein Nahtoderlebnis haben, die ändern ja schon ihr ganzes Leben, nicht? Stellen Sie sich vor, ich über Jahrzehnte solche Jenseitsreisen, die eine ganz andere Schwingung haben, die eine Harmonie haben, außer den ganz niederen Astralwelten, nicht? Wo dann die entsprechenden Seelen hinkommen, die noch viel lernen müssen. Die habe ich auch immer besucht. Es ist da nicht so angenehm. Aber sonst ist es dort eine wunderbare Welt. Eine paradiesische Welt. Aber hier auf Erden muss noch viel gelernt und getan werden. Und das ist ja ein Lernplanet. Und ja, man kann nicht begreifen, dass Völker und deren Präsidenten neue Kriegswaffen machen lassen, anstatt dass sie von Frieden und Nächstenliebe reden und den armen Menschen helfen, statt sie verhungern zu lassen. Also ich bin ja im Moment hier auf Erden inkarniert und ich sehe, wie so viele Mitmenschen Angst vorm Sterben haben. Und der Grund, warum ich jetzt bei Ihnen in die Öffentlichkeit gehe, ist, meinen Mitmenschen mitzuteilen, es gibt ein Weiterleben nach dem Leben. Und das finde ich der wichtigste Punkt überhaupt. Es gibt verschiedene Arten, wie man den Körper verlassen kann. Das kann ich dann einmal aufzeichnen, egal wie. Vor allen Dingen die Ärzte sollten Bescheid wissen, wie die Trennung der beiden Körper vor sich geht. Und das dürfte doch für die Mitmenschen eine Beruhigung sein, dass es nach dem irdischen Tod weitergeht. Und dass er aufgrund von der Wiedergeburt, der Reinkarnation, die Möglichkeit hat, einmal gemachte Fehler wieder gut machen zu können. Und das finde ich der wichtigste Punkt von allem. Frau Zürcher, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.